Die Themen im heutigen Zocker-Lounge Wochenrückblick sind Demo zu Pompeii The Legacy, Transport Fever 3 angekündigt, Dawn of Man im Angebot, auch Stronghold Crusader mit Demo, Content Update zu Last Outpost, Cyberpunk 2 jetzt offiziell in Entwicklung und Xbox Handheld auf Eis gelegt. Dieser Wochenrückblick wird euch auch diese Woche von meinem Partner Instant Gaming präsentiert. Bei Instant Gaming erhaltet ihr in der Regel alle Videospiele zum Teil deutlich günstiger als auf den Hauptplattformen und könnt so jede Menge Geld bei eurem liebsten Hobby sparen. Meine heutige Kaufempfehlung an euch ist Dawn of Man, dazu aber gleich noch mehr. Der spannend klingende antike Citybuilder Pompeii The Legacy hat diese Woche eine größere Demo zum Antesten erhalten. Inhaltlich dürft ihr euch hier mit etwa 2 Stunden Spielzeit auf einen kleinen Teil der späteren Kampagne freuen und auch erstmals mit komplett eingedeutschten Texten spielen. Neben englischer Sprachausgabe wurde auch nochmals Hand an die Grafik allgemein gelegt, sowie das UI überarbeitet. Am 6. Juni soll die Demo dann noch via Update um Handel und einen größeren Sandbox-Modus erweitert werden. In Pompeii baut er die namensgebende Stadt nach dem Ausbruch des Vesuvs Stück für Stück wieder auf. From the early days of transportation to the latest wonders of technology. Vergangene Woche wurde außerdem vom Schweizer Team um Urban Games Transport Fever 3 angekündigt. Damit erhält die äußerst beliebte Wirtschaftssimulation nach 2019 endlich seinen lang ersehnten dritten Ableger. Teil 3 möchte euch wieder Transportimperien erschaffen lassen und lässt euch das dann via Eisenbahn, Straße, Schifffahrt und Flugrouten in 4 verschiedenen Biomen bewerkstelligen. Dabei sollt ihr auf über 250 authentische Züge, Busse, Straßenbahnen, Lastwagen, Schiffe, Flugzeuge und sogar Hubschrauber zurückgreifen können. Wer möchte, kann sich ab sofort für die Closed Beta bewerben. Link dazu oben im i sowie in der Videobeschreibung. Transport Fever 3. Hingegen könnt ihr den Steinzeit-City-Builder Dawn of Man bereits seit 2019 spielen. Hier befehligt ihr urzeitliche Menschen und führt diese in einem knallharten Kampf ums Überleben durch verschiedene Zeitalter. Während ihr eure Siedlung errichtet und nach sesshaft werdet, jagt ihr, sammelt Ressourcen und fertigt erste Werkzeuge und Waffen. Der Titel wird dabei bis heute mit Updates versorgt und sollte euch locker für viele Stunden unterhalten. Bei meinem Partner Instant Gaming bekommt ihr Dawn of Man für gerade mal 14 € zuzüglich Mehrwertsteuer und damit gute 10 € günstiger als auf Steam direkt. Mit einem Kauf über meinen Partnerlink unterstützt ihr dabei zusätzlich diesen Kanal. Good day, my friends, and welcome back to the desert with Stronghold Crusader Definitive Edition. Ebenfalls dank brandneuer Demo dürft ihr ab sofort auch die kommende Definitive Edition von Stronghold Crusader ausprobieren. In der neuen Demo wurde laut den Devs das eingegangene Feedback der Community eingearbeitet. So wurde das Einheitenlimit auf 10.000 erhöht, um mit Stronghold Crusader Extreme gleichzuziehen. Außerdem wurden einige islamische Gebäude und dazugehörige Arbeiter für die arabischen und beduinischen Herrscher hinzugefügt und neben Bugs vor allem Exploits behoben, die im Original seit 20 Jahren bestanden. Die Stronghold Crusader Definitive Edition soll dann am 15. Juli erscheinen. In Last Outpost baut ihr in einer von Zombies überrannten Welt einen der letzten Außenposten der Menschheit. Der Titel wurde seit seinem Early Access Release fortlaufend erweitert und verfügt daher mittlerweile über neue Einheiten, Maps
und einen überarbeiteten Tech-Tree sowie Leaderboards. Update 05 hat jetzt diese Woche mit Last Hope on the Dead Lake eine weitere Karte ergänzt, sowie neben einem Boss ein neues Movement-System eingeführt. Wer auf Basenbau mit Tower-Defense-Mechanik steht, könnte hier also mal einen Blick riskieren. Cyberpunk 2077 is an open-world action-adventure RPG set in Night City. Thanks to the power and new features of Nintendo Switch 2, you can transport yourself to the City of Dreams at home or on the go. Nachdem CD Projekt Red aktuell mit seinem Cyberpunk 2077 Port für die Nintendo Switch 2 für Furore sorgt, welcher mittlerweile sogar mit konstanten 60 FPS im Handheld-Modus laufen soll. Ich meine, what the fuck, wie krass ist das denn? Wurde jetzt auch der Nachfolger in Form von Cyberpunk 2 offiziell bestätigt. So hat Teil 2 offiziell die Konzeptionsphase verlassen und befindet sich jetzt in der Vorproduktion. Das geht aus dem Finanzbericht für den ersten Quartal hervor und ist somit kein Gerücht mehr, sondern jetzt ganz offiziell das zweite Projekt von CD Projekt Red, an welchem neben The Witcher 4 aktuell gearbeitet wird. Immediate medical help is required. Just hold on. Hey, just think about all the good shit we're gonna have, huh? Nachdem vor kurzem bereits durchgesickert war, dass Microsoft in Kooperation mit Asus wohl noch dieses Jahr einen Xbox-Handheld auf den Markt bringen wird, welcher auf dem kommenden ROG Ally 2 basieren wird und dem Vernehmen nach somit an die 1000 € kosten sollte, was das Teil zu nicht mehr als einem Nischenprodukt macht, entwickelte man aber auch so halboffiziell hinter verschlossenen Türen und top an einem ganz eigenen Handheld, welcher dann in ca. 2 Jahren in Konkurrenz zu Nintendo gestellt werden sollte. Doch dieses System wurde wohl jetzt schon wieder begraben bzw. fürs Erste aufs Eis gelegt, da man sich im Zuge seiner neuen Third-Party-Ausrichtung lieber dann doch auf andere Dinge konzentrieren möchte. So sollen alle Entwicklungsressourcen ab sofort in die Optimierung von Windows 11 als Gaming-Plattform fließen, sodass dieses zukünftig auf allen erdenklichen Gaming-Plattformen lauffähig sein kann. Davon soll dann auch die nächste Xbox TV-Konsole profitieren, welche also mehr Gaming-PC mit Windows als reine Spielkonsole zu sein scheint. In diesem Zug kamen jetzt auch neue Gerüchte auf, dass Microsoft ihren Game Pass in Kürze auch für die PlayStation 5 und Nintendo Switch 2 anbieten wird und ihr hier dann via Cloud und Game Pass Ultimate Abo auf das komplette Software-Line-Up von Microsoft zurückgreifen könnt. Ob es nach diesem Schritt dann überhaupt noch eine eigene reine Xbox-Hardware braucht, steht natürlich auf einem ganz anderen Blatt. In diesem Sinne, schaut euch mal Dawn of Man an, kommt gut in die neue Woche und bis zum nächsten Mal. They say all these things, and you know what?